Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Bindung ohne Burnout. Kinder zugewandt begleiten, ohne auszubrennen. Von Nora Imlau bietet einen modernen und empathischen Leitfaden für alle Eltern, die ihre Kinder liebevoll begleiten möchten, ohne sich dabei selbst zu verlieren. Die renommierte Autorin und Familienexpertin Nora Imlau richtet mit diesem Buch einen ermutigenden Appell an Mütter und Väter, die versuchen, zwischen elterlicher Fürsorge, gesellschaftlichen Erwartungen und Selbstfürsorge einen gesunden Ausgleich zu finden. Im Mittelpunkt stehen die emotionale Bindung, kindgerechte Begleitung und das eigene Wohlbefinden der Eltern. Das Buch verbindet aktuelle Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie mit praxisnahen Tipps für den Familienalltag. Besonders in einer Zeit, in der der Alltag oft von Stress und Perfektionsdruck geprägt ist, zeigt Imlau Wege auf, wie Eltern die Bedürfnisse ihrer Kinder mit den eigenen in Einklang bringen können, ohne auszubrennen oder Schuldgefühle zu haben. Ihre einfühlsame, reflektierte und wertungsfreie Sprache schafft es, Eltern zu entlasten und ihnen neue Perspektiven auf einen ressourcenschonenden Familienalltag zu eröffnen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die Bedeutung sicherer Bindung, ein zentrales Thema in Imlaus Buch ist die Bedeutung einer sicheren Bindung zwischen Eltern und Kind. Sie erklärt ausführlich, warum eine stabile, vertrauensvolle Beziehung die Grundvoraussetzung für eine gesunde Entwicklung ist. Dabei legt sie Wert auf das Verständnis, dass Bindung keine absolute Perfektion erfordert, sondern aus einem kontinuierlichen Bemühen um Verbindung entsteht. Eltern lernen, dass sie authentisch bleiben dürfen und Fehler zum Prozess dazugehören. Die Autorin räumt mit dem Mythos auf, dass man ständig verfügbar oder fehlerlos sein müsse, um liebevoll zu begleiten. Vielmehr gehe es darum, empathisch und präsent zu sein, aber auch die eigenen Grenzen zu kennen und anzuerkennen. Durch eindrucksvolle Beispiele und wissenschaftliche Studien zeigt Imlau, dass sichere Bindungen Flexibilität und Resilienz fördern, sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern selbst. Zweitens: Elternschaft ohne Selbstaufgabe. Der Anspruch, rund um die Uhr präsent zu sein und die Bedürfnisse des Kindes an erste Stelle zu setzen, führt nicht selten zu Erschöpfung oder gar Burnout. Imlau verdeutlicht, dass Selbstfürsorge kein Egoismus ist, sondern schlichtweg notwendig, um langfristig gute Eltern sein zu können. Sie bietet praxistaugliche Wege an, wie Eltern es schaffen können, sich kleine Pausen zu gönnen, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und so Kraft für den Alltag zu schöpfen. Hierzu gehören das Setzen gesunder Grenzen, das Einfordern von Unterstützung im Umfeld und das Erkennen eigener Ressourcen. Die Autorin entlastet, indem sie Stereotype und Glaubenssätze enttarnt, die Eltern in die Selbstaufgabe treiben, etwa den Anspruch, als Mutter oder Vater immer alles geben zu müssen. Sie plädiert für eine ehrliche Kommunikation innerhalb der Familie, Offenheit für Schwächen und eine gesunde Fehlerkultur. Drittens: Kommunikation und Konflikte liebevoll begleiten. Ein weiteres Schwerpunktthema ist die Kommunikation mit Kindern und das konstruktive Begleiten von Konflikten. Imlau beleuchtet, wie wichtig gewaltfreie Kommunikation, aktives Zuhören und ein wertschätzender Umgang sind. Sie legt dar, dass Konflikte nicht vermeidbar, sondern sogar entwicklungsfördernd sind, wenn sie achtsam begleitet werden. Durch viele praxisnahe Beispiele zeigt sie, wie Eltern in stressigen Situationen deeskalierend wirken, ihre Gefühle ausdrücken und gleichzeitig einfühlsam auf die Emotionen ihrer Kinder eingehen können. Dabei stellt sie Methoden vor, die sowohl für Kleinkinder als auch für größere Kinder geeignet sind und ermutigt Eltern, sich selbst und ihren Kindern Zeit für die gemeinsame Konfliktlösung zu geben. Die Kunst besteht laut Imlau darin, die eigene Haltung zu reflektieren und Konflikte gemeinsam als Wachstumschance zu begreifen. Viertens: Gesellschaftliche Erwartungen und der Druck zur Perfektion. Nora Imlau setzt sich kritisch mit gesellschaftlichen Vorstellungen von Elternschaft auseinander. Sie beleuchtet den Druck, der durch soziale Medien, Beratungsratgeber und das persönliche Umfeld auf Eltern ausgeübt wird.
Besonders Mütter sehen sich häufig unerreichbaren Idealbildern gegenübergestellt. Imlau plädiert für einen offeneren Austausch über die realen Herausforderungen des Elternseins und fordert dazu auf, destruktive Vergleichsmuster abzulegen. Das Buch sensibilisiert dafür, wie diese externen Erwartungen dazu führen können, dass Eltern sich selbst und die eigenen Bedürfnisse vernachlässigen. Anhand von Beispielen und Studien regt sie an, individuelle Wege zu entwickeln, um dem Perfektionsdruck zu entkommen und gelassener mit Fehlern oder Unvollkommenheiten im Familienleben umzugehen. Schließlich praktische Selbstfürsorge im Familienalltag. Der vielleicht wichtigste Beitrag von Bindung ohne Burnout liegt in den vielen konkreten Strategien zur Selbstfürsorge. Imlau gibt zahlreiche Impulse, wie Eltern im turbulenten Alltag Kraftquellen erschließen können. Dazu zählen kleine Alltagsrituale, Zeitinseln nur für sich selbst, aber auch das Bewusstsein für die Kraft der Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung. Sie zeigt, wie wichtig es ist, Hilfe anzunehmen und sich in Netzwerken zu organisieren. Interessanterweise betont Imlau, dass Selbstfürsorge oftmals mit einfachen Mitteln beginnen kann, beispielsweise mit bewusster Atmung, Achtsamkeitsübungen oder dem Gespräch mit vertrauten Personen. Eltern werden ermutigt, sich nicht zu überfordern, sondern nachhaltige, passgenaue Selbstfürsorge zu betreiben und so langfristig für die gesamte Familie da sein zu können. Zusammenfassend: Bindung ohne Burnout richtet sich an alle Eltern, die sich eine respektvolle und bindungsorientierte Erziehung wünschen, aber im hektischen Alltag an ihre mentalen und körperlichen Grenzen stoßen. Das Buch empfiehlt sich besonders für Mütter und Väter, die unter dem Spagat zwischen eigenen Bedürfnissen und elterlicher Fürsorge leiden, und für all jene, die nicht in die Falle des Perfektionismus geraten möchten. Nora Imlau bietet fundierte wissenschaftliche Hintergründe, aber auch greifbare Praxisanstöße, die im Alltag tatsächlich funktionieren. Die zahlreichen Reflexionsfragen, Alltagsbeispiele und methodischen Impulse machen das Buch zu einem unverzichtbaren Begleiter für eine neue, menschlichere Elternschaft. Wer den Mut aufbringt, sich einzugestehen, nicht immer alles allein leisten zu können, findet in diesem Buch wertvolle Unterstützung. Bindung ohne Burnout ist keine weitere Ratgeberlektüre, die Druck aufbaut, sondern eine Einladung zur Entlastung, zum Miteinander und zur Selbstfürsorge. Im Vergleich zu anderen Erziehungsratgebern verschreibt Imlau keineswegs ein Patentrezept, sondern inspiriert zur Entwicklung eines eigenen, flexiblen Erziehungsstils. Das Buch ist somit ein klarer Favorit für alle, die Elternschaft ganzheitlich und ressourcenorientiert gestalten wollen. Es unterstützt nicht nur das Kind, sondern die ganze Familie dabei, den Alltag harmonischer und erfüllender zu leben. Wenn Sie unterstützen möchten, Nora Imlau, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.